Und ich bin Ingenieur und kann mir sowas gar nicht vorstellen. Ich kenne Dinge, die ich sehen und anfassen kann oder noch berechnen kann. Aber hier, dass es so einfach geht, das konnte ich mir erst gar nicht vorstellen. Ja, ich hatte einige Jahre Verdauungsbeschwerden. Und die steigerten sich im Laufe der Zeit. Und im Frühjahr 1989 war das so schlimm, dass ich wirklich ständige Schmerzen hatte, also Dauerschmerzen hatte. Und ich sah dann an einem Tag, dass Blut im Stuhl war. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, so jetzt musst du ärztliche Hilfe aufsuchen, und bin dann auch zum Arzt gegangen. Ich wurde untersucht und es wurde festgestellt, dass ich Divertikulitis hätte. Das sind Ausstülpungen im Dickdarm und die waren schon entzündet. Ich konnte schon länger keine Gartenarbeit mehr machen. Ich konnte kaum noch meinen Haushalt richtig führen. Also es war schon große Not. Und ja, ich ging zum Arzt in der Hoffnung, dass er mir helfen kann. Und ich wurde behandelt mit Medikamenten, von denen ich nicht mehr weiß, was es war. Und nach etwa einem halben Jahr hat der Arzt dann eröffnet, nachdem es immer noch schlimmer wurde, dass die Medizin da gar nicht helfen kann, weil das schon chronisch geworden war. Ja, und das hat sie dann natürlich sehr getroffen. Vor allen Dingen ihre Mutter hatte Darmkrebs und das wusste der Arzt und hat ihr das dann auch prognostiziert, dass sie das erwarten müsste. Und das war ganz schlimm für sie. Und ich war so verzweifelt, dass ich in der darauffolgenden Nacht inniglichst gebetet habe, lieber Gott, ich will noch nicht sterben, bitte hilf mir, wenn es dich gibt. Es war dann wenige Tage später eine Esoterikmesse hier in Bergisch Gladbach, nicht weit von unserem Wohnort entfernt. Und ich dachte, es muss doch noch irgendwas geben, informier dich doch mal. Und dann wollte ich da hingehen und ich fuhr dahin. Und auf dem Vorplatz dieses Hotels, wo da diese Messe stattfand, standen 2 junge Damen, die verteilten Flyer und gaben mir auch einen. Sie fragten mich freundlich, ob ich vielleicht Hilfe gebrauchen könnte. Und ich schaute sie ganz groß an und sagte, ja, ich könnte Hilfe gebrauchen. Und dann las ich diesen Flyer, auf dem stand, es gibt kein Unheilbar, Gott ist der größte Arzt. Und diese Zeilen sprangen mich förmlich an und intuitiv wusste ich, dass mein Gebet erhört worden ist und dass das jetzt die Hilfe für mich ist. Und sie hatte mir auch davon berichtet, dass sie da hingehen wollte und ich war erst sehr skeptisch und sehr zurückhaltend, konnte mir das gar nicht vorstellen. Aber ich wollte ihr ja auch die letzte Hoffnung nicht nehmen, dass ich ihr das ausrede oder so. Dann warum nicht, wenn sie da glaubt und es hilft ihr, dann habe ich das natürlich ihr freigegeben, dass sie es tun konnte. Und da ist sie dann eben zur Einführung gefahren und hat mir dann da berichtet. Und ich war dann auch interessiert, weil ich beobachtete, dass es ihr von da an gleich besser ging. Es ging einfach aufwärts. Sie hatte wieder Hoffnung, die Schmerzen veränderten sich, wurden weniger und sie hatte wieder mehr Kraft. Und etwa nach 5 Monaten war ich vollkommen befreit von allen Schmerzen, von allen Erscheinungen. Es war alles in Ordnung, mein Bauch war völlig schmerzfrei. Auch die Nieren, die wohl auch schon angegriffen waren frei. Ich hatte überhaupt keine Schmerzen mehr und war überglücklich. Ja, ich habe mich auch nachuntersuchen lassen und bin aber nicht mehr zu dem Arzt gegangen, der mich behandelt hat. Das wollte ich lieber nicht tun. Ich bin zu einem neutralen Arzt gegangen und der hat tatsächlich gesagt, es sei nichts mehr zu finden, ich sei gesund. Ja, und was mich dann am Anfang gleich am meisten beeindruckt hatte, war eine eigene Heilung, die ich bekam. Ich hatte am rechten Handgelenk ein Überbein. Das hatte sich über Jahre entwickelt. Ich hatte auch Schmerzen bei der Bewegung der Hand, wenn ich die nach hinten drehte, dass dann Schmerzen auftauchten und das war mal geröntgt worden. Und da hatte man Ablagerungen festgestellt.
Und eine Operation habe ich aber nicht machen lassen. Und so war ich sehr erstaunt, dass nach 3 Wochen das einfach weg war. Und ich bin Ingenieur und kann mir sowas gar nicht vorstellen. Ich kenne Dinge, die ich sehen und anfassen kann oder noch berechnen kann. Aber hier, dass es so einfach geht, das konnte ich mir erst gar nicht vorstellen. Aber ich habe dann hier so viele Heilungen erlebt und vor allen Dingen auch bei meiner Frau, wie das dann immer besser wurde und sie dann die volle Heilung bekommen hat. Und sie hatte ja auch noch 2 weitere Leiden, die weniger kritisch waren, die dann auch innerhalb weniger Monate dann vollkommen verschwunden waren. Und das hat mich dann schon sehr beeindruckt. Und da wollte ich eben alles dafür tun, dass die Menschen davon erfahren. In den ersten Jahren war ja die Öffnung der Grenze innerhalb Deutschlands. Und wir sind dann auch in den ehemaligen Ostteil Mitteldeutschlands gefahren und sind, ich habe das selber noch mitgemacht, nach Dresden und bis Görlitz gefahren. Und wir sind immer auch mit Verstärkung gefahren. Erst nach Görlitz, dann sind wir nach Polen rübergegangen von Görlitz, als wir es dann durften. Erst stand ja da, Betreten der Brücke verboten, sonst wird geschossen. Das war ja meine Heimatstadt, Görlitz. Und dann haben wir da auch noch Handzettel verteilt. Wir hatten da Handzettel mit. Also ich bin 1990 als Student in der DDR zum Freundeskreis gekommen. Ich habe so ein Flugblatt auf der Straße gefunden, wo auf einen Vortrag hingewiesen wurde. Und das habe ich dann wahrgenommen, bin da hingegangen und habe mir das angehört. Es war eine kleine Gruppe, ungefähr 15 Menschen, die da den Vortrag besucht haben. Und ich war damals krank, hatte Asthma. Ich hatte praktisch 4-mal am Tag inhaliert, das war so die regelmäßige Dosis. Und abends zur Nacht musste ich eine Kapsel nehmen. Und damit kam ich dann ohne Anstrengung, sag ich mal, über die Runden. Aber wenn ich mich belastet hatte, dann, also wenn ich Treppen gestiegen bin, dann musste ich trotzdem noch inhalieren zusätzlich, weil ich dann wieder durch diese Anstrengung Luftnot bekam. So war ich also ständig an diese Medikamente gebunden, musste immer so eine Sprayflasche in der Tasche haben, damit, wenn ich wieder eine Anstrengung machte und gemerkt habe, es ist wieder schwierig zu atmen, dann musste ich wieder nachsprühen. Es ist keinem Arzt gelungen, ihn von diesem Leiden zu befreien. Im Gegenteil, man hat ihm eine schlechte Prognose geäußert, dass er lebenslang diese Medikamente einnehmen müsste. Als ich dann eben diese Einführung miterlebt habe, 14 Tage danach, da konnte ich diese 4 Inhalationen weglassen. Also morgens, mittags und abends und nochmal vorm Schlafengehen. Die habe ich dann weggelassen. Das war morgens schon und ich habe im Laufe des Tages gemerkt, dass ich überhaupt gar keine Luftnot hatte. Selbst ohne die Medikamente nicht. Und das habe ich einige Tage beobachtet und habe dann das Vertrauen irgendwie gefasst, als das dann ein paar Tage gut ging, ich glaube so ungefähr 5 bis 7 Tage, da habe ich dann die Kapsel auch noch weggelassen. Also ich habe diese Arztbesuche, die ich sonst immer gemacht habe, auch weitergemacht und habe der Ärztin aber auch berichtet, dass ich Medikamente jetzt im Moment nicht nehme. Das war so gerade um die Sommerzeit, so im Juli, August. Und da hat sie gesagt, naja, ist ja erstmal gut, aber warten wir mal ab, was der Herbst bringt. Also ob es dann eventuell wiederkommt. Und es ist aber nicht wiedergekommen. Ich war dann also noch 2-3 Mal bei ihr und habe dann auch letztendlich einen Lungenfunktionstest gemacht. Das wollte sie dann unbedingt, dass ich das noch mache, bevor wir uns dann verabschiedet haben. Und den haben wir gemacht und der war auch positiv. Und das hat sie mir dann auch noch bestätigt. Ja, erstaunlich ist, dass Herr Busse nach Einführung in die Lehre Bruno Grönings quasi spontan innerhalb von 2 Wochen von diesem Leiden geheilt wurde. Und ich bin als Arzt nicht in der Lage, diese Heilung wissenschaftlich oder ärztlicherseits erklären zu können. Und das hat mich irgendwie fasziniert, weil ich war damals Atheist und konnte mir nicht vorstellen, dass es irgendwas Heilendes gibt, was von Gott oder vom Jenseits oder sowas kommt. Und das hat mich irgendwie überzeugt und ich habe da irgendwie erlebt, dass es doch was geben muss. Und es ist dann so gekommen, dass ich Schritt für Schritt einfach das glauben konnte, dass es einen Gott gibt.